Willkommen! Ich bin Dr. AP mit Hintergrund in Erziehungswissenschaften und Philosophie. In dieser Reihe möchte ich dir interessante Ansätze zum Themenkomplex Liebe und Sexualität vermitteln. Wir denken ja oft, unsere Sexualität, das ist was total Persönliches, was Natürliches, was es schon immer gab. Aber was, wenn das gar nicht stimmt? Was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass unser ganzes modernes Verständnis von Sexualität eine relativ neue Erfindung ist? Dass das Wort selbst erst im 19. Jahrhundert so richtig aufkam? Okay, tauchen wir mal ein in diese wirklich faszinierende Geschichte. Überlegen Sie mal, ob in der Wissenschaft, in Therapien oder in den Medien. Wir reden pausenlos über Sex. Wir analysieren ihn, wir packen ihn in Kategorien, wir definieren ihn. Und genau das wirft die Frage auf, die uns hier die ganze Zeit begleiten wird. Woher kommt eigentlich dieser Drang, Sex ständig in Worte fassen und durchleuchten zu müssen? Also, die gängige Story, die wir alle kennen, ist die von der großen Unterdrückung. Man denkt sofort an die prüden Viktorianer, an eine Zeit, in der Sex ein absolutes Tabu war. Aber die wahre Geschichte, die wir uns heute ansehen, ist so viel komplexer und, ehrlich gesagt, auch überraschender. Es ging nämlich gar nicht ums Schweigen. Im Gegenteil, es ging um eine unaufhörliche Produktion von Gerede, von Regeln und von Wissen über Sex. Es ging nie wirklich um reine Unterdrückung, sondern um die aktive Schaffung und Verwaltung unseres Begehrens. Um diesen Gedanken zu verstehen, müssen wir uns einen Denker ansehen, der unsere Sicht auf Macht und Sexualität komplett auf den Kopf gestellt hat, den französischen Philosophen Michel Foucault. Genau er hat nämlich diese weit verbreitete Annahme vom großen sexuellen Schweigen mal so richtig auseinandergenommen. Foucault hat dieser typischen Vorstellung einen Namen gegeben, die Repressionshypothese. Das ist im Grunde die Idee, dass irgendwann im 17. Jahrhundert eine große Ära der Zensur angefangen hat. Macht, so stellt man sich das vor, funktioniert wie ein riesiges Nein, das unsere Triebe einfach nur unterdrückt. Aber Foucault, der war da skeptisch und hat gefragt, Moment mal, lässt sich das historisch überhaupt belegen? Und seine Antwort war ein klares Nein. Er fand das genaue Gegenteil. Und das ist der Kernpunkt hier, eine wahre diskursive Explosion. Statt zu schweigen, fing die Gesellschaft an, wie besessen über Sex zu reden. In der Kirche, in der Medizin, in der Pädagogik, überall. Es ging darum, ihn zu analysieren, zu klassifizieren, ja, in regelrecht zu verwalten. Und dieses Bild hier, das veranschaulicht Foucaults revolutionäre Idee von Macht einfach brillant. Macht sagt nicht einfach nur Stopp, Macht ist produktiv. Sie schafft sozusagen die Kanäle, in denen unser Begehren fließen soll. Sie erzeugt Wissen, sie formt Identitäten und sie definiert, was als normal und was als pervers gilt. Macht hat die Sexualität nicht unterdrückt, sie hat sie buchstäblich erfunden und in unser Leben eingepflanzt. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wo sind die Beweise? Schauen wir uns doch mal an, wie diese Verwaltung des Begehrens über die Jahrhunderte hinweg ganz konkret ausgesehen hat. Schon im Mittelalter sehen wir diesen Drang zur Kontrolle ganz deutlich. Nehmen wir zum Beispiel diese Legende von Aristoteles und Phyllis. Der größte Denker seiner Zeit warnt seinen Schüler Alexander den Großen vor der ablenkenden Macht der Frauen. Und was passiert? Phyllis, eine Frau am Hof, verführt den alten Philosophen selbst und demütigt ihn, indem sie auf ihm reitet wie auf einem Pferd. Die Moral der Geschichte: Weibliche Sexualität ist eine gefährliche, irrationale Kraft, die selbst die klügsten Männer zu Fall bringen kann und deshalb unbedingt kontrolliert werden muss. Und diese Kontrolle, die wurde unglaublich detailliert. Die Kirche im Mittelalter hat ein minutiöses Regelwerk für den Sex in der Ehe aufgestellt. Es gab Vorschriften für den Ort, für die Stellung, nur die Mönchsstellung war okay, für den Zeitpunkt und vor allem für den Zweck, einzig und allein die Fortpflanzung. Das ist das genaue Gegenteil von Schweigen. Hier wurde nicht geschwiegen, hier wurde diktiert. Das ist eine Mikroverwaltung des intimsten Lebensbereichs, den man sich vorstellen kann. Diese Zeitleiste zeigt super, wie sich die Autorität über Sex verschoben hat. Im Mittelalter war der Priester im Beichtstuhl der Experte für die Sünden des Fleisches. Ab dem 19. Jahrhundert waren es dann die Ärzte und Psychiater. Sie haben die Sünde durch die Krankheit ersetzt. Und der Beichtstuhl wurde sozusagen zur Therapiecouch. Die Form der Kontrolle hat sich geändert, von religiös zu wissenschaftlich, aber das Projekt dahinter, nämlich die Verwaltung des menschlichen Begehrens, das blieb im Grunde dasselbe. Und das hier ist ein absolut entscheidender Punkt bei Foucault, er nannte es die Einpflanzung der Perversionen. Früher war eine homosexuelle Handlung einfach eine Sünde, eine Tat. Im 19. Jahrhundert aber erfindet die Wissenschaft plötzlich den Homosexuellen als eine Art von Mensch, als eine Spezies mit einer ganz eigenen Psychologie. Damit wurde nicht mehr nur eine Handlung verurteilt, sondern ein ganzes Sein als krankhaft definiert und damit zum Objekt von Untersuchung, Überwachung und Behandlung gemacht. Foucaults Analyse war absolut bahnbrechend, keine Frage.
Aber sie war nicht das Ende der Geschichte. Denn wie wir jetzt sehen, haben feministische und queere Theorien seine Ideen aufgegriffen, aber auch an entscheidenden Punkten kritisiert und weitergedacht. Ein ganz zentraler feministischer Kritikpunkt war, Foucault spricht zwar über Macht, aber er vernachlässigt die vielleicht grundlegendste Machtstruktur überhaupt, die zwischen den Geschlechtern. Konzepte wie die Zwangsheterosexualität sagen, dass unsere ganze gesellschaftliche Organisation von Sexualität darauf abzielt, die Vorherrschaft des Mannes zu sichern. Heterosexualität ist demnach keine neutrale, natürliche Wahl, sondern eine politische Institution, die Frauen unterordnet. Diese Tabelle hier, die fasst die unterschiedlichen Perspektiven eigentlich ganz gut zusammen. Während die radikal-feministische Analyse die Hierarchie zwischen Mann und Frau als das Kernproblem sieht, konzentrieren sich die Queer Studies, die stark von Foucault inspiriert sind, eher auf die Hierarchie zwischen Hetero- und Homosexualität. Beide Blickwinkel decken wichtige Aspekte der Macht auf und zeigen, wie unglaublich komplex das Zusammenspiel von Geschlecht und Begehren wirklich ist. Aber was heißt das jetzt alles für uns, hier und heute? Wie wirken diese alten, historischen Kräfte eigentlich in unserer digitalen und globalisierten Welt weiter? Naja, die Verwaltung der Sexualität geht einfach weiter, nur mit neuen Werkzeugen. Beim Online-Dating stecken uns Algorithmen in sexuelle Kategorien, Cybersex schafft komplett neue Märkte und Ausdrucksformen und der globale Sextourismus, der zeigt auf ganz brutale Weise, wie Begehren durch wirtschaftliche Macht geformt und zur Ware gemacht wird. Die Werkzeuge ändern sich, vom Beichtstuhl zum Algorithmus, aber das Prinzip der Kategorisierung und Kontrolle, das bleibt. Hinter diesen eher abstrakten Diskussionen über Macht verbirgt sich natürlich oft eine knallharte Realität. Diese Zahl hier, 3 bis 4,6 Millionen, das ist die Schätzung von UNICEF für die Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18, die weltweit im Sexgewerbe ausgebeutet werden. Das ist die extreme und schreckliche Konsequenz, wenn Begehren, Macht und globales Kapital aufeinandertreffen. Was ist also das Fazit von all dem? Es bedeutet, dass das, was wir für unsere innerste, persönlichste und natürlichste Wahrheit halten, unsere Sexualität, in Wirklichkeit ein historisches Konstrukt ist, geformt durch die Machtdiskurse von Religion, Wissenschaft und heute eben auch von Technologie. Vom Priester zum Arzt, vom Arzt zum Algorithmus, die Instanzen, die uns die Wahrheit über Sex erzählen, haben sich geändert. Aber der Wille, diese Wahrheit zu definieren und zu verwalten, der ist geblieben. Und das führt uns zu einer letzten, ziemlich provokanten Frage. Wenn unsere ganze Vorstellung von Sexualität eine Erfindung ist, die sich über die Zeit ständig verändert hat, dann ist sie ja nicht in Stein gemeißelt. Was also, so frage ich Sie, werden wir als nächstes erfinden? Welche neuen Kategorien des Begehrens und der Identität werden die Zukunft formen? Tja, darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Hat dir das Video gefallen und willst du noch mehr über dieses Thema lernen? Dann schau dir die anderen Videos in dieser Playlist an. Ein Like kostet nichts, aber hilft mir weiterhin, solche Inhalte zu erstellen. Bis zum nächsten Video.